Hallo Leute, es wird heute mal wieder um React gehen, mal kleine Neuigkeiten im React-Umfeld, obwohl diese Neuigkeit gar nicht so klein ist. Schauen wir uns das mal rein. Also, wir haben hier schon sowas, es wird um Promises gehen, es wird um Hooks gehen, könnt ihr euch vielleicht denken. Und, naja, React, ich finde React gut. Du magst ja eher Pistazien-Eis? Ja. Ich mag React viel lieber. React schmeckt auch ein bisschen besser. Der Findest Crunch du? hat auch ein bisschen besseren Crunch, muss man schon sagen. Ne? Promises in React sind fast so blöd wie Promises in Pistazieneis. Muss man schon so sagen. Also Promises funktionieren mit React, alles super. Allerdings, naja, so richtig geil ist das nicht. Also ich muss, wenn ich so einen Fall habe, ich habe hier so ein blödes Beispiel runtergebrochen, ich lade mir von irgendwoher, von irgendeinem HTTP-Server, lade ich mir irgendwelche Daten, muss ich hier den Umweg über den Use-State gehen, über den Use-Effekt gehen und dann passiert da irgendwas mit. Ja, ich kann mit React Query irgendwelchen anderen Kram machen, aber das maskiert das Ganze nur so ein bisschen. Ganz bald kann ich einfach sowas machen. Also ich habe hier so eine schöne Komponente. Und ich kann hier, hier habe ich dann meinen API-Aufruf irgendwie so ein bisschen maskiert. Ich habe jetzt kein Fetch eingebaut, aber das Fetch macht ja ungefähr das Gleiche. Ich kann einfach so einen Hook einbinden. Ja. Ich kann einfach sagen, use mir meine HTTP-Request. Und Ende Gelände aus die Maus. Und das ist es dann. Finde ich hammermäßig. Das ging vorher auch schon mit Use-Effekt und Use-State rumgehantiere. Es ist jetzt noch viel einfacher und viel angenehmer. Und kann man Hooks konditional einsetzen? Das kann man nicht, aber das kann man jetzt mit dem Use-Hook. Das ist der erste Hook, den man conditional einsetzen kann. Weiß ich noch nicht, ob ich das geil finde. Ich finde das gut. Aber es geht irgendwie. Von daher, Kann ich das jetzt schon einsetzen? Jein, mit Next.js geht das. Für den Core von React, da gibt es einen RFC. Keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass das dieses Jahr noch gemerged wird. Wir reden dann noch von Caching-Problemen, weil das ist noch, möchte ich dann bei jedem Rendern der Komponente neu auf den HTTP-Endpunkt zugreifen. Da wollen die Menschen dann noch irgendwas Schlaueres für bauen. Ja, Punkt. Das ist es soweit. Okay. Ja, du hast es schon vorweggenommen, aber was sagst du, Stefan? Ich finde es ziemlich gut. Gerade als du das Thema mitgebracht hast und vorbereitet hast, ist mir erst bewusst geworden, wie komplex eigentlich React-Code so für jemanden ist, der sich nicht damit auskennt. Weil als du das Beispiel gebracht hast, und man will eigentlich nur Daten laden und dann fängt man an mit Use-Effekt und Use-State-Gehampel. Das ist nicht intuitiv lesbar. Es ist nicht so, wenn ich keine Ahnung von React habe, gucke ich nicht da drauf und sage, okay, ich verstehe, was da passiert. Das ist richtig, ja. Wenn ich jetzt mit Use arbeite, bin ich schon viel näher dran an meinem typischen Await und ich lade die Daten einfach. Okay, es ist nicht Await, sondern ich muss immer noch Use verwenden, aber ich finde es viel verständlicher, von daher großartig. Ja. Leute, was sagt ihr dazu? Habt ihr das schon mal eingesetzt? Habt ihr das auch schon oder habt ihr vielleicht schon von React Server Components gehört? Da aus dieser Ecke kommt das ja so grob. Die Folge dazu verlinken wir euch nochmal. Sehr gut. Und falls es neu für euch ist, schreibt mal, was ihr davon haltet. Falls ihr es schon eingesetzt habt, schreibt uns das auch. Funktioniert das gut für euch? Funktioniert das nicht gut? Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Papalappa. Papalappa. Schnitt. Ich muss noch einmal aufstoßen, tut mir leid. Ich konnte früher als Kind, wir nehmen ja schon auf, oder? Als Kind, auch als junger Erwachsener, konnte ich die konföderierten Staaten von Mikronesien rülpsen. Fun Fact über mich. Leute, könnt ihr die konföderierten Staaten von Mikronesien rülpsen? Der Stefan macht euch das gleich vor. Ja, es ist schon wieder sehr spät.